Eva, can you tell them to be quiet? So hello and welcome everyone to our Valentine's Day Webinar with Jeanette. Ja, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Valentinstag mit Jeanette Crowley. Yeah, and while everybody is saying hello and where you are from, so we just say a few words in German. Herzlichen Dank allen, die auch geholfen haben in der Vorbereitung und beim Weiterleiten der Einladung, vor allem an Inge Elsen, Maria Gambel, Maike Rodig und auch Ursula Elbe. Bin schon ganz durcheinander. Und Herzlichen Dank. Auch alle anderen Lehrer und Practitioner, die es weitergeleitet haben. Ja, wir sind auch ganz aufgeregt. Wir sehen also, jetzt sind schon knapp 400 Leute online. Kannst du auch nochmal auf Englisch sagen? Yeah, so we are very excited because already now we have almost 400 people live. And von Stockholm und Denver und Colorado und von Bukarest und aus La Palma und natürlich aus Deutschland, aus Poland, from everywhere all over the world, Jeanette. Yeah, and so now let's say a big thank you to Jeanette and welcome her. Yes. Ganz herzliches Danke an Jeanette für dieses wunderschöne Geschenk. It's such a beautiful gift for Valentine's Day. So, well, Maggie and Petra, thank you so much for doing this, and thank all of you for being here today. I think it's a co-creation. Yeah. Thank you, Jeanette. Thank you. But you have to translate that into German. I have to switch gears. Ja, herzlich willkommen dann auch von Jeanette und danke, dass ihr alle da seid, weil es geht nur, wenn wir es gemeinsam machen. Genau, und jetzt machen wir Jeanette auf den großen Screen und freuen uns auf die Zeit mit ihr. Yeah, so now we switch and Jeanette is on the big screen and the stage is yours. All right. Well, this is the third time we've done one of these video seminars. And the first one was for 8/8/18 in August. And the next one was 11/11/11, a portal of peace. And I was thinking, what's next? Valentine's Day. Ja, und das ist das dritte Mal, dass wir diese Webinare machen. Das erste war am 8.8.18 zum Löwentor, dann am 11.11. das Portal des Friedens. Und bei der Frage, was ist als nächstes, kam sofort die Antwort am Valentinstag und da sind wir. So if you like this, you might want to go on YouTube and participate in the other activations because they're available. Ja, und wenn ihr Freude daran habt, heute mit uns zu sein, dann könnt ihr auch auf YouTube die Aufzeichnungen der beiden vorigen Webinare, die waren auf der Seite auch verlinkt, nochmal anschauen. Die stehen euch also dann dauerhaft zur Verfügung. Und von heute über den Link, den ihr bekommt, als Replay-Link oder über den Registrierungslink, falls ihr keine Mail bekommt, könnt ihr auch 14 Tage die Aufzeichnung anschauen mit dem Chat. So just for everybody, you will get an email with the replay link through the webinar platform. It's online for 14 days. And then you can also read the chat, which is always very exciting to see from where everybody is. So this started as a way for me to support German speakers, but since I speak English, we opened it up to everyone. Ja, und es hat damit begonnen, dass Jeanette die Deutschsprachigen unterstützen wollte. Aber da wir sowieso in Englisch sprechen, haben wir es für alle geöffnet. But I've been talking to my staff, and next time we're guided to do an activation, we'll do one in German and English like this, and we'll do one just in English.
Aber ich habe auch noch mal mit meinem Team besprochen und das nächste Mal, wenn wir eine Aktivierung machen, machen wir eine in Deutsch-Englisch und die andere nur in Englisch. But if you want to know about it, you'll need to sign up for my newsletter so we can inform you. So go to JohnetteCrowley.com and join our newsletter list. Ja, und alle, die auch Englisch verstehen, können dann sich für den Newsletter bei Jeanette eintragen. Und alle anderen, wenn ihr bei uns über zentrum-beyond.de eingetragen seid, bekommt ihr die Infos auch. Ansonsten wird es auch immer auf der deutschen JohnetteCrowley.de Seite, die Maria verwaltet, gepostet und natürlich auch auf Facebook. Thank you. So, Valentine's Day is a day where we get to express love. Valentinstag ist ein Tag, an dem wir unsere Liebe ausdrücken. And here in America, it really is a big deal. It's commercial, but it's still intimate. Und hier in den USA ist es wirklich eine große Sache. Es ist sehr geschäftlich, aber es ist auch sehr schön. So what we're going to receive today is 3 activations, heart activations of increasing power. Was wir also heute empfangen werden, sind 3 Herzaktivierungen und die steigern sich in ihrer Kraft. One of my gifts as a spiritual teacher and shaman is I can hold a field and transmit activations and initiations. Und eins meiner Geschenke als Schamanin ist, dass ich ein starkes Feld halten kann und Aktivierungen geben. So the question, why do we want to activate our heart? Und die Frage ist, warum möchten wir unser Herz aktivieren? It's because we are always ready for an upgrade, so we can hold more of our power and more of our ability to love. Das ist, weil wir immer offen sind für ein Upgrade, damit wir mehr von unserer Kraft halten können und auch mehr Fähigkeit zu lieben. Our physical heart is a powerful electromagnetic generator that really controls our spiritual growth, our health, our flow. Und unser physisches Herz ist ein starker elektromagnetischer Generator, der den Fluss von den spirituellen und Our flow. Ja, den Fluss der spirituellen Kraft und der Herzenergie steuert. And I channeled a couple years ago that in our evolution, we must evolve our heart first. We have to always start with our heart. Und vor ein paar Jahren habe ich gechannelt, dass in unserer spirituellen Evolution wir erst unser Herz aktivieren müssen. Once our heart is activated, the next thing that can evolve is our brain, our mind. Und nachdem das Herz aktiviert ist, das nächste Teil von uns, was sich weiterentwickeln kann, ist unser Verstand, unser Gehirn. After our brain evolves, our DNA begins to evolve. Und nachdem unser Gehirn sich weiterentwickelt hat, kann auch unsere DNA sich weiterentwickeln. So by starting with the heart, we begin to evolve our own spiritual consciousness. Und wenn wir mit dem Herzen beginnen, können wir unser eigenes spirituelles Bewusstsein weiterentwickeln. And that begins to evolve all of human consciousness because we're interconnected. Und das entwickelt das gesamte menschliche Bewusstsein weiter, weil wir alle miteinander verbunden sind. And then consciousness itself begins to evolve. What is possible begins to expand. Und dann entwickelt sich das Bewusstsein selbst weiter. Das, was überhaupt möglich ist, dehnt sich aus. So how are we going to do it? With these 3 activations. Und wie machen wir das? Mit diesen 3 Aktivierungen.
And in between the activations, I'll talk a little bit about what's happening and what I can see in your field. Und zwischen den Aktivierungen sprechen wir ein bisschen darüber, was überhaupt geschieht und was ich auch im Feld von euch sehen kann. And what the outcome will be is simply increasing our capacity to be happy. Und das Endergebnis wird ganz einfach sein, dass unsere Fähigkeit, glücklich zu sein, sich verstärkt. Now, we're always looking to be happy. And this week I had someone ask me, what does happy mean? Wir möchten also immer glücklich sein. Und diese Woche hat mich jemand gefragt, was bedeutet es, glücklich zu sein? That's a time when I'm happy I'm a channel and the small Johnette doesn't have to have the answer. Und das ist dann immer so eine Zeit, wo ich froh bin, dass ich ein Channel bin und die kleine menschliche Johnette muss nicht antworten. So this is the simple answer that I channeled. Und das ist die einfache Antwort, die ich dann gechannelt habe. Happiness is being at peace with what is. Glücklich sein ist in Frieden zu sein mit dem, was ist. So immediately I was thinking, oh, but does that mean we don't want more? Und sofort habe ich gedacht, Moment, bedeutet das, dass wir nicht mehr wollen? And my guides continue to explain that when we're happy with what is, we are more magnetic. Und meine Geistführer haben dann gleich weiterhin erklärt, dass wenn wir zufrieden sind mit dem, was ist, dann dehnt sich das aus und wir können glücklicher sein. So that way we attract the things that we want more of in our life, but we're happy even if they don't come. Und wir werden also magnetischer und ziehen so mehr von den Sachen an, die uns glücklich machen, aber selbst wenn sie nicht kommen, sind wir glücklich. So, being at peace with what is. Es geht also darum, in Frieden zu sein mit dem, was ist. So immediately after these activations, I expect you to feel more energized, even electric. Also direkt nach diesen Aktivierungen denke ich, dass ihr energetisierter seid und aktiviert. Ja, aktiviert, energetisiert. And in the next few days and weeks, I expect you to feel more expanded, lighter, brighter. Und in den nächsten paar Wochen denke ich, dass ihr ausgedehnter, lichtvoller, strahlender seid. More at peace and more interconnected. Noch mehr in Frieden und auch mehr miteinander verbunden. And in the long run, I expect that, well, in the long run, what I want is you to have self-activating hearts. Und auf lange Sicht möchte ich, dass ihr Herzen habt, die sich selbst aktivieren. So that your ability to love and be loved is constantly being upgraded without an outside activation. So dass eure Fähigkeit zu lieben und Liebe zu sein immer aktiv wird, immer aktiviert wird, ohne eine zusätzliche äußere Aktivierung. And I'd like you to consider how we think of love right now. Und ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, was wir jetzt über die Liebe denken. We usually think of us loving someone else or something else. So it's a subject and object. Normalerweise denken wir, dass wir jemand anderes lieben. Da ist also ein Subjekt und ein Objekt. So we want to love someone more, project more love, receive more love. Wir möchten also jemand mehr lieben oder mehr Liebe empfangen. Also die Liebe wird immer projiziert. But if you think back at the times where you've fallen in love, you've totally surrendered. Und wenn ihr daran denkt, als ihr euch
über die Ohren verliebt habt, dann habt ihr euch dem einfach hingegeben. It's no longer about you loving someone. You are in love. You love everything. Es geht dann nicht mehr so darum, jemanden zu lieben, sondern ihr seid wirklich in der Liebe. Ihr liebt alles. The grass is greener, the sky is bluer, chocolate's even better. Das Gras ist grüner, der Himmel ist blauer und dir sogar die Schokolade schmeckt besser. So this is what I'm hoping for, is our whole world where we constantly are in love. Und ich hoffe, dass die Erde so wird, die ganze Welt wird so, dass wir permanent in der Liebe sind. So let's start with our first activation. Und lasst uns jetzt mit unserer ersten Aktivierung beginnen. Now, like everything in my life, it happens by mistake. Und wie alles in meinem Leben passiert es einfach so, ohne Absicht. Or maybe I should just say unintentionally. Ja, ohne Absicht. In Englisch ist es quasi als Fehler. In 2003, I was guided to take a small group of people to Mount Everest Base Camp in Nepal. 2003 hatte ich die Führung bekommen, eine kleine Reisegruppe mit zum Basiscamp vom Mount Everest zu nehmen. We were told there would be a very important meditation at a monastery where we were to open these dark gates and transfer everything into light. Und man hat uns gesagt, dass wir eine Meditation, eine sehr wichtige Meditation in einem Kloster dort machen, wo wir die Tore zur Dunkelheit öffnen, damit da das Licht rein kann. It was a big job, and spiritually, whenever you do something important for the world, you get a reward. Und es war eine schwierige Aufgabe und von der spirituellen Ebene aus gesehen ist es so, dass wann immer man was für die Welt tut, bekommt man auch ein Geschenk. Our reward was a connection with this incredible mountain that's called Ama Dablam. Und unser Geschenk war diese wunderschöne Verbindung zu einem Berg, der Ama Dablam hieß. So we are in a yak pasture. The Himalayas are all around. Mount Everest is over here, Ama Dablam here. Und wir waren auf einem Pfad von den Yaks und überall rundherum sind die Berge, Mount Everest da und der Ama Dablam auf der anderen Seite. And it's as if this mountain came alive and started pouring cosmic love into us. Und es war ein Gefühl, als ob der Berg lebendig wurde und angefangen hat, kosmische Liebe in unser Herz fließen zu lassen. We were told that Ama Dablam is a major earth portal for cosmic energies. Und man hat uns gesagt, dass der Ama Dablam ein wichtiges Portal ist für kosmische Energien, um die zur Erde zu bringen. And the energies there are very feminine. Ama means mother. Und die Energien dort sind sehr feminin. Ama bedeutet Mutter. As we sat there with the yaks around us, our hearts exploded with love and kindness and peace. Und als wir da saßen mit all den Yaks um uns rum, sind unsere Herzen fast explodiert mit der Liebe und so viel Sanftmut, Freundlichkeit, Frieden. We all felt so gifted and so transformed. Und wir haben uns so beschenkt und so transformiert gefühlt. A week later, I was back home in Colorado. Und eine Woche später war ich wieder zurück in Colorado.
and I was attending a spiritual conference. Und ich war dann auf einer spirituellen Konferenz. And I was still so filled with Nepal and Ahmad Dablam that I started talking to this man about this mountain. Und ich war noch immer so erfüllt von Nepal und den Bergen, so dass ich zu einem Mann über diesen Berg sprach. Just by saying the name Ahmad Dablam, I could see with my third eye that his heart was moving all around in his chest. Und nur als ich schon den Namen Ahmad Dablam ausgesprochen habe, konnte ich mit meinem spirituellen dritten Auge sehen, dass sein Herz begann, sich in seiner Brust zu bewegen. I didn't know this guy. I reached out and touched his heart and I said, "Oh my God, you're feeling this too." Und dann habe ich meine Hand ausgestreckt. Ich kannte ihn überhaupt nicht und habe zu ihm gesagt, wow, und du fühlst das auch. Well, he was more shocked that I knew what was happening in his chest than that something was happening. Und er war mehr schockiert darüber, dass ich wusste, dass in seiner Brust was geschieht, als das, was geschah. But the gift was, at that moment, I knew this heart activation wasn't just for us in Nepal. It was shareable. Und in diesem Moment wusste ich, dass diese Herzaktivierung nicht nur für uns, die wir in Nepal waren, war, sondern dass man sie teilen konnte. It jumps from one heart to another. Sie springt einfach über von einem Herz zum anderen. So I asked my guide, okay, how do I intentionally transmit this heart activation from the Himalayas? Und dann habe ich meine Geistführer gefragt, wie mache ich das mit Absicht, dass ich diese Herzaktivierung vom Himalaya weitergebe? So they showed me to put my left hand on my heart. Und sie haben mir dann gezeigt, dass ich meine linke Hand auf mein Herz lege. And my right hand on someone else. Und meine rechte Hand lege ich auf jemand anderes. So Maggie and Petra, I'll need you to get a wide screen, and if you could demonstrate, because I'm by myself here. Ah, okay. Wir demonstrieren das jetzt eben, weil Jeanette das für jemand anderes nicht demonstrieren kann. Praktisch. Left hand on your heart. Yeah. Mhm. While they do this activation, my hand is up, doing it for all of you. Und während Sie jetzt diese Aktivierung miteinander machen, ist meine Hand nach oben und ich mache das für alle von euch. So they are showing you what it will look like when you do the heart activation on someone else. Und sie zeigen dir, wie es aussieht, wenn ihr die Herzaktivierung mit jemand anderes macht. So now we'll have you put me back on the screen. Okay, wir switchen zurück zu Jeanette. So I invite all of you to open your heart for a blessing from a mother mountain in the Himalayas. Und ich lade euch alle ein, euer Herz zu öffnen für einen Segen von dem Mutterberg im Himalaya. And imagine that my hand is on your heart and my hand is on your hand, on your heart, and we are connected. Und stellt euch vor, dass meine Hand auf der Hand auf eurem Herzen ist und eure auf meiner. Und so verbinden wir uns. And we'll do this transmission for a few minutes. Pay attention to how you open up. Und wir machen diese Transmission für ein paar Minuten und achtet darauf, wie ihr euch öffnet.
once you feel you have the energy that I'm transmitting, you can take your right hand and also place it on your heart. Und wenn du fühlst, dass du die Energie, die ich übertrage, empfängst oder empfangen hast, kannst du auch die zweite Hand auf dein Herz legen. Notice there's a lightness and joy that seems to come into you. Und achtet darauf, dass da eine Leichtigkeit und Freude ist, die in euch hineinkommt. For some of you, you may feel a little bit of pain in your heart as your heart opens up. Und es könnte sein, dass einige von euch so einen leichten Schmerz sogar im Herzen fühlen, während euer Herz sich öffnet. But generally, I'm sensing that you're taking it in so fully and smoothly. Aber im Allgemeinen fühle ich, dass ihr diese Energie so sanft und schön empfangt. And when you feel fully present and lighter, put your hand out again. Und wenn ihr euch dann vollkommen präsent und leichter fühlt, streckt wieder eure Hand aus. And imagine you are transmitting this through your community, through your family, through your country, through the world. So move around a bit and transmit this love, this opening to the world. Und stellt euch vor, dass ihr diese Energie dann weitergebt an eure Familie, an eure Bekannten, an die Gemeinde, an euer Land, an die Welt. Und ihr könnt euch auch ein bisschen bewegen, während ihr sie so ausstrahlt. Can you feel the connection? That there's this flow that might even be overwhelming. Und könnt ihr diese Verbindung fühlen, diesen Strom, der vielleicht sogar überwältigend ist? Wow, I can really feel the field building as we interconnect. Und ich kann wirklich fühlen, wie das Feld sich aufbaut, während wir uns miteinander verbinden. I use this Himalayan heart activation at the very beginning of every workshop I teach. Und ich benutze diese Himalaya-Herzaktivierung zu Beginn jedes Workshops, den ich unterrichte. We move around and we do them one person at a time, and it builds a collective field that is so powerful. Und wir gehen dann rum und verbinden uns untereinander mit der Herzaktivierung und dann entsteht ein gemeinsames Feld, was so kraftvoll ist. Once we're interconnected, our heart can take on even more capacity, more than it could when we were just singular but loving. Und wenn wir untereinander verbunden sind, dann erweitert sich die Kapazität unseres Herzens um so viel mehr, als wenn wir nur alleine sind. When I
wrote up about what we would do today, I said, the journey starts with self-love. Und als ich formuliert habe, um was es heute geht, habe ich gesagt, die Reise beginnt mit Selbstliebe. And self-love to our individual self is important, but we need to expand what we think self is. Und es ist schon sehr wichtig, dass wir Selbstliebe für unser individuelles Selbst haben. Aber es geht auch darum, dass wir unser Verständnis von selbst ausdehnen. So when our concept of self becomes interconnected, our self is expanded into oneness. Und wenn unser Konzept von was selbst ist, sich ausdehnt und untereinander verbunden ist, dann gehen wir in die Einheit hinein, ins Einssein. So our capacity to love and be in love is cosmic, becomes huge. Und dann unsere Möglichkeit, die Kapazität, Liebe zu sein, zu lieben, wird kosmisch. So while this is settling in and your body's getting used to this higher electromagnetic flow, I have a couple stories. Und während das bei euch so ein bisschen sackt und euer Körper sich in diesen stärkeren elektromagnetischen Flow gewöhnt, habe ich ein paar Geschichten für euch. So I said I always do this Himalayan heart activation in my seminars. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass ich diese Himalaya-Herzaktivierung immer in meinen Seminaren mache. So I was teaching in Stockholm and I was up on a stage, and so I couldn't come down to do it one-on-one with people. Ich war also in Stockholm und da war ich auf einer Bühne, die also erhöht war, und ich konnte nicht runtergehen, um das 1:1 mit den Teilnehmern zu machen. So I stood on the stage, put my left hand on my heart and my right hand out, just facing the crowd. Und so stand ich dann auf der Bühne, hatte meine linke Hand auf dem Herzen und die rechte einfach nur zum Publikum hin ausgestreckt. And because I can see things that aren't physical, I saw the most amazing thing. Und weil ich Sachen sehen kann, die nicht physisch sind, sah ich die wunderbarsten Sachen. There was a little ET standing in front of me with his hand on my heart and my hand on his heart. Und ich habe dann einen kleinen ET, also einen Außerirdischen, gesehen, der da vor mir stand mit seiner Hand auf meinem Herzen und meine auf seinem. And then beside him was a whole line of other ETs patiently waiting to line up in front of me. Und neben ihm war eine ganze Reihe von anderen ETs, die ganz geduldig darauf warteten, an die Reihe zu kommen und auch die Herzaktivierung mit mir zu machen. So I realized that it's an interdimensional heart opening. Und da habe ich verstanden, dass es eine interdimensionale Herzöffnung ist. And another beautiful story happened in southeastern Turkey. Und eine andere schöne Geschichte, das war in der Südwest-Türkei. Now, I'm a spiritual Indiana Jones, so I lead trips all over the world. And this one was to Göbekli Tepe, an archaeological site in Turkey. Und ich bin eine spirituelle Indiana Jones und gehe mit Reisegruppen an verschiedene Kraftorte auf der Erde. Und diese Reise war nach Göbekli Tepe, eine archäologische Fundstelle in der Türkei. So we had seen the amazing stone sculptures and what they were digging out. And we went up a small hill. Und wir hatten da diese Ausgrabungen gesehen mit den Steinen und den Skulpturen, und dann sind wir auf einen kleinen Hügel gegangen. It was probably a pyramid or something else, but now it was just a hill with one tree on top.
Es war vielleicht irgendwann mal eine Pyramide oder irgend sowas, aber jetzt war es einfach nur ein kleiner Hügel und auf der Gipfel stand ein Baum. So I channeled a little, and then I had the whole group just do the heart activation with each other under the sun on the hill. Und ich habe dann gechannelt und die ganze Gruppe hat dann untereinander diese Herzaktivierung in der Sonne auf dem kleinen Hügel gemacht. After a few minutes, a Turkish tour group comes up the hill with their tour guide. Und nach ein paar Minuten kam eine türkische Reisegruppe mit ihrem Reiseführer diesen kleinen Hügel rauf. And the tour guide says in English, "You're not supposed to do ceremonies here." Und der Reiseführer von denen hat dann zu mir gesagt, es ist hier überhaupt nicht erlaubt, irgendwelche Zeremonien zu machen. Our tour guide went and hid so he couldn't be found. Unser Reiseführer ist dann weggegangen, hat sich versteckt, damit man ihn nicht finden kann. And our group just silently continued doing our heart activations with each other. Und unsere Gruppe hat ganz einfach still weitergemacht, Herzaktivierungen untereinander zu machen. And while their guide was looking for someone to yell at, the Turkish people are watching us. Und während deren Reiseführer nach jemand suchte, den er anschreien konnte, haben die Teilnehmer seiner Gruppe, die Türken, einfach beobachtet, was wir da tun. Without one word being spoken, the Turkish people turned to each other and started to do the heart activation with each other. Und ohne dass auch nur ein Wort fiel, haben die Türken angefangen, die Herzaktivierung untereinander zu machen. And then, again, without a single word, some of the Turkish people turned and started doing the heart activation with us. Und dann, ohne dass überhaupt ein Wort gesprochen wurde, haben sie sich auch uns zugewendet und haben diese Herzaktivierung dann auch mit uns gemacht. It still brings tears to my eyes because I think this is why we were even at Göbekli Tepe. Und ich habe immer noch Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Und ich glaube, der Grund, warum wir überhaupt an dieser Stelle waren in Göbekli Tepe, war, dass genau das geschehen konnte. When we can connect heart to heart, we do heal the world. Und wenn wir uns von Herz zu Herz verbinden können, dann heilen wir die Welt. So I was given this first heart activation in 2003. Let's fast forward to 2018. Also diese Herzaktivierung habe ich 2003 empfangen und jetzt gehen wir ganz schnell weiter zu 2018. So last September, I was guided to lead a group of people to Tibet. Und im letzten September habe ich die Führung bekommen, eine Gruppe nach Tibet zu begleiten. And this is where the Himalayan heart activation got upgraded. Und da haben wir ein Upgrade von der Himalaya-Herzaktivierung bekommen. We went to over 16,000 feet. I think that's over 5,000 meters. Wir waren also auf einer Höhe von über 5.000 Metern. And we could drive to Mount Everest Base Camp. And Mount Everest was in front of us. Es war also möglich, bis zum Mount Everest, zu dem Basecamp da zu fahren. Und wir waren vor Mount Everest. We're always guided. It was a clear day. Mount Everest was spectacular. Also wir sind immer geführt und es war ein ganz klarer Tag und der Mount Everest war einfach spektakulär. So of course, it was the perfect time to do another Himalayan heart activation with Mount Everest. Und natürlich war es der perfekte Tag, noch eine Herzaktivierung mit Mount Everest zu machen. So I have a 3-minute YouTube video of us in front of Mount Everest doing this that you might want to find.
Ich habe also ein 3-minütiges Video auf YouTube von dieser Aktivierung, während wir mit Mount Everest diese Aktivierung machen. Schaut einfach mal auf YouTube nach, dass ihr es findet. And it's just go to YouTube and look up Johnette Crowley. Genau, wenn ihr also auf YouTube geht und Johnette Crowley eingebt, dann erscheint das. So that heart activation became even more enlarged, more cosmic. Und da wurde diese Herzaktivierung einfach noch viel größer, so ganz kosmisch. So this is the second activation for today. Und das ist die zweite Aktivierung für heute. So it's the same movement, left hand on your heart, right hand out. Und es ist die gleiche Bewegung, linke Hand auf dem Herzen, rechte Hand ausgestreckt. But our goal is to upgrade our capacity for love to the highest extent we're able to hold right now. Und unsere Absicht ist, dass wir die Kapazität für Liebe in unserem Herzen zur höchsten Kapazität, die wir momentan halten können, ausdehnen. Make sure your feet are on the floor, your back is straight. This one will be stronger. Und achtet darauf, dass eure Füße auf der Erde sind, dass ihr also gut geerdet seid und dass ihr aufrecht sitzt, weil diese Aktivierung wird stärker sein. We'll do this for a few minutes. Just be in love. Und wir machen das für ein paar Minuten. Seid einfach in der Liebe. This should feel more solid than before, more expansive, more bright. Diese sollte sich solider, fester, ausgedehnter und strahlender, heller anfühlen. Again, you might want to bring your right hand onto your heart so that both hands are activating. Und wieder könnt ihr eure rechte Hand auch auf das Herz legen, sodass beide Hände aktivieren. What I'm noticing is what I'd hoped would happen. There begins to be an opening of your solar plexus and your heart. Und was ich jetzt beobachte, ist das, was ich gehofft habe, dass es geschieht, nämlich dass eine Öffnung von eurem Solarplexus und dem Herzen geschieht. Your solar plexus, I'll get it so you can see, is your power center. It's a big sun, golden sun. Euer Solarplexus ist ein Kraftzentrum. Es ist eine große goldene Sonne. My guides have told me that ultimately all of our chakras will become one solar heart.
Und meine Geistführer haben mir gesagt, dass letztendlich alle Chakren ein solares Herz werden. which is a chakra that includes our solar plexus, our power, and our love. Und das ist dann ein Chakra, was den Solarplexus, das Herz, umfasst. Ja. So that's happening. I'll spend a few minutes so you can really feel this merging of this creation of the golden heart. Und in den nächsten paar Minuten werdet ihr dieses Verschmelzen von dem einen goldenen Herzen fühlen. You're probably getting a lot warmer. Und wahrscheinlich wird euch sehr viel wärmer. It's almost as if you're becoming like a golden Buddha, just love, but this golden, radiant love. Und es ist fast so, als ob ihr zu einem goldenen Buddha werdet. Diese goldene, strahlende Liebe. The solar heart activation is incredibly important, especially this year. Und diese solare Herzaktivierung ist sehr wichtig, vor allem in diesem Jahr. My guide Mark has called this year the year of the golden dragon. Und mein Geistführer Mark hat dieses Jahr das Jahr des goldenen Drachens genannt. Dragons guard the portals, the next higher doors of wisdom. Und Drachen hüten die nächsthöheren Türen zur Weisheit. So when we're in a year of a golden dragon, it means the doors that are opening for us are amazing. Und wenn wir in diesem Jahr, in dem Jahr eines goldenen Drachens sind, bedeutet das, dass die Türen, die sich uns öffnen werden, einfach großartig sind. This year is going to be challenging on many levels for people. Und dieses Jahr wird auf sehr vielen Ebenen für viele Menschen große Herausforderungen bringen. And as we embody our solar heart, I forgot. Und während wir unser solares Herz verkörpern, we are able to go through these golden doors and live a life that we can't even imagine. dann sind wir dazu in der Lage, durch diese goldenen Türen zu gehen
und ein Leben zu leben, das wir uns jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können. So let all of this kind of settle through your body, up through your crown, down through your feet. Und lasst das einfach in euren Körper einsinken, bis hinunter in eure Füße, bis hoch in eure Krone. I hope you can feel how bright and big your aura is becoming. Und ich hoffe, ihr könnt fühlen, wie strahlend hell eure Aura wird. Und auch wie ausgedehnt. Good, good. You're integrating this faster than I imagined, which is good news for the next activation. Ihr integriert das sehr viel schneller, als ich gedacht hätte. Und das sind gute Nachrichten im Hinblick auf die nächste Aktivierung. So while we're integrating this one, I'm going to invite Maggie and Petra to talk to you about how I'm supporting this year in Europe. Okay, und während jetzt diese Aktivierung sich bei euch integriert, möchte ich Maggie und Petra bitten, darüber zu sprechen, wie ich euch unterstütze in Europa während dieses Jahres. So for a moment, they'll tell you about what I'll be doing the next few months in Germany and Switzerland. Then I'll come back and talk about what I'll be doing in some other countries. Okay, also, so now we just do it in German. Wir werden also, Jeanette kommt ja im April nach Marktredwitz, Nähe Bayreuth im Fichtelgebirge. Da gibt es 2 Workshops, und zwar ist der eine die spirituelle Entgiftung, Befreien, neu ausrichten und auftanken. Das ist ein Tagesworkshop am 5. April. Und anschließend gibt es ein Mark-Wochenende, Samstag, Sonntag, am 6. und 7. April. Das heißt in Englisch Through the Looking Glass, also hinter den Spiegeln, was aus ein Folgebuch von Alice im Wunderland ist. Und die Frage ist da, wer bist du wirklich und was ist unmöglich? Das ist also insgesamt vom 5. bis 7. April im Fichtelgebirge, nähe Bayreuth. Und wer möchte, kann natürlich auch am Wochenende danach nach Zürich in die Schweiz kommen. Und da ist, die Workshops sind dann vom 12. bis 14. April, und schon am 11. April gibt's in Zürich noch eine Abendveranstaltung, wo Jeanette über die aktuellen Energien in der Zeit jetzt spricht. Das ist also nur eine Abendveranstaltung. Und dann, genauso wie in Marktredwitz, gibt's den Tagesworkshop und das Wochenende dann anschließend. Und wahrscheinlich wird Jeanette das gleich auch noch sagen, aber ich sag's einfach schon mal in Deutsch. Im September, vom 19. bis 22. September, gibt es eine 4-tägige Mark Intensive in Holland, in Berg en Dal. Das ist in der Nähe von Nimwegen, also relativ nah zur deutschen Grenze. Und das Thema dieser Mark Intensive ist Creation, also Schöpfung. Und wir waren also die letzten paar Male in Holland. Das ist wunderschön, also eine sehr ganz, ganz tolle Community. Es ist allerdings dann ohne Übersetzung, aber selbst wenn ihr nicht alle Worte mitbekommt, die Energien sind so powerful, und es sind eben auch
viele von den Holländern, die auch Deutsch können und ganz, ganz freundlich sind und offenen Herzens. Es macht uns also immer riesig Spaß, auch da zu sein. Ja, wirklich. Wir laden wirklich alle aus dem deutschsprachigen Raum ein, wirklich mal nach Holland zu kommen und dieses 4 Tage Mark Intensive zu machen. Das ist einfach absolut genial. Das ist so unglaublich. Also jedes Mal fahren wir mit Quantensprüngen nach Hause. Genau, aber wie gesagt, mit deutscher Übersetzung gibt's dann im Fichtelgebirge und in Zürich im April. Das ist natürlich, die Inhalte sind ja auch ganz verschieden und wir sind bei beiden Events dabei, auf jeden Fall. Also zumindest im Fichtelgebirge in der Schweiz, das wird von Gregor organisiert und Ursula auch unterstützt in der Übersetzung, soweit ich weiß. Genau, und wir freuen uns schon riesig darauf, wirklich einfach auch Bekannte und Freunde wieder zu treffen und auch natürlich neue kennenzulernen. Genau. Und Jeanette ist wieder da. Genau. Okay. Now in English. All right. So, for those of you who didn't understand any of that, I'll be teaching in Poland in May, and I'll be teaching in Copenhagen in April, the end of April. Is that right? Yeah. I can't find my paper with the dates. Copenhagen is 26 to 28. Good. And next fall, I'll be in Oslo, again in Denmark, in Stockholm, and in Netherlands for the Mark Intensive. So please go to JeanetteCrowley.com and you can get details on all of these. Und ich habe vergessen zu sagen, alle Informationen natürlich in Deutsch gibt's auf JeanetteCrowley.de. Da gibt's einmal Schweiz und einmal Deutschland. Da sind dann die verschiedenen Infos und auch die Kontaktdaten. I forgot to tell them the contact. Und Antje fragt, wann in Kopenhagen? There's a question about Copenhagen. It's 26th till 28th of April in Copenhagen, and Warsaw is in May 2nd till 5th of May. Thank you. Yes. All of those are on my website. We had a change, but we changed it a while ago. Okay. How else I'm supporting you is by monthly meditations. This year they're called Doorways and Portals. Und eine andere Art, wie ich euch unterstütze, sind die monatlichen Meditationen. Und die Serie für dieses Jahr heißt Türöffnungen und Portale. And Maggie translates them into German too, so you can get a monthly meditation in English or German. Ja, und ich übersetze die in Deutsch und die gibt es dann als Audios mit Original Jeanette und anschließend die Übersetzung von mir, genauso wie wir es jetzt auch machen. Und die englischen gibt's bei Jeanette. Und die englischen natürlich bei Jeanette. And as always, I have some spiritual tours in the planning. Und wie immer gibt es natürlich auch spirituelle Reisen, die geplant sind. Our Mount Shasta tour in June is filled up, but you can order the audios and videos. Es gibt eine Reise zum Mount Shasta im Juni und die Reise ist ausgebucht, aber ihr könnt über Videos und Audios mit dabei sein. Die gibt's also auf Jeanettes Webseite. Kann man vorbestellen. And for those of you who've always wanted to go to Paradise, in May 2020, I'll bring a group to Bali, Indonesia. Und für alle von euch, die irgendwann mal ins Paradies wollten, es gibt eine Reise nach Bali im Frühling 2020. I don't have any details yet, but I had to go 2 months ago to check it out. Ich habe noch keine Einzelheiten, aber ich bin dabei, die zusammenzustellen und abzuchecken. Oh,
And one more thing, I'm doing private sessions. I've got one session open tomorrow. I've got some next week and the following week. I do not do them when I'm in Europe. Und ich habe auch noch ein paar Plätze für private Sessions, eine für morgen und nächste Woche dann auch noch welche auf meiner Webseite, alle Details. Genau, nicht in Europa. Und während sie in Europa ist, gibt es keine privaten Sessions. All right. Take a deep breath because we're going to get ready for a grand experiment. Und jetzt nehmt einen tiefen Atemzug, weil wir bereiten uns auf ein großes Experiment vor. Einige fragen noch, ob es mal just a minute. Peru-Inka gibt und andere fragen und Hawaii nochmal. Okay, there are questions if you're going again to Peru and the Inca Trail and another question about Hawaii. So I'm going to go to Hawaii in 2021. Also Hawaii kommt 2021. And my guides have not guided me to go back to Peru or Egypt or Malta yet. Und die Geistführer haben noch keine Anweisungen gegeben, wieder nach Peru oder Ägypten oder Malta zu gehen. Noch nicht. I'm always open and I'm always listening to where they tell me to go. Und ich bin immer offen und ich höre auch immer zu, wohin auch immer sie sagen, dass ich gehen soll. I kind of want Mongolia. Oh, ich würde gerne in die Mongolei gehen. I always want the weird places. Ich möchte immer diese merkwürdigen Orte. But let's go to another weird place. Let's us all travel to Tibet right now. Und lass uns jetzt zu einem anderen merkwürdigen Ort gehen und wir reisen jetzt alle nach Tibet. So in September, after we went to the Everest Base Camp, we continued to Mount Kailash. Im September, nachdem wir also an dem Basiscamp von Mount Everest waren, sind wir weitergefahren zu Mount Kailash. Mount Kailash is in the far western part of Tibet. Days and days of driving to get there from Lhasa. Und Mount Kailash ist also weit im Westen von Tibet. Man muss also Tage fahren, um von Lhasa dahin zu kommen. Mount Kailash is known as the crown chakra of Earth. Und Mount Kailash ist bekannt als das Kronenchakra der Erde. It's holy to the Buddhists, to the Hindus, to the Bons, to the Jains. Es ist also heilig für die Hindus, die Buddhisten und noch verschiedene andere. And those people do pilgrimages walking around Mount Kailash, 3 days hiking. Und sie machen dann immer da gibt es Pilgerwege und es ist 3 Tage geht man um den Berg rum. So we hiked 3 days to one place that was 18,500 feet, which is over 5,600 meters. Und wir sind dann auch 3 Tage da gewandert und eine Stelle war über 5.600 Meter hoch. Alles zu Fuß. It was, Mount Kailash is like being in the energy of 10,000 full moons. Mount Kailash ist wie wenn man in der Energie von 10.000 Vollmonden ist. You know, you can't sleep, everything's energized, everything's strong. Man kann also nicht schlafen, alles ist so energetisiert und so stark. So the day we came off of the mountain, we went to another holy place, Lake Manasaravar. Als wir von dem Berg runterkamen, am gleichen Tag sind wir zu einem anderen heiligen Ort gegangen, irgendein See.
Yeah, that's right. Yeah, you don't have to say it. And this is also a holy lake because the waters from Mount Kailash go into this lake. Und das ist also auch ein heiliger See, weil die Wasser vom Mount Kailash in diesen See fließen. We dipped our feet in the water and we did an amazing ceremony there. Wir haben also unsere Füße in das Wasser getaucht und haben eine ganz wunderbare Zeremonie gemacht. So we've just been to Mount Everest, the highest physical place on the planet, and we just walked around Mount Kailash, the highest spiritual place on the planet. Wir waren also gerade auf dem Mount Everest oder am Mount Everest gewesen, dem höchsten Berg der Erde, und auf dem Mount Kailash, dem heiligsten Berg der Erde. And at our ceremony, I channeled something that I totally didn't expect. Und während dieser Zeremonie habe ich etwas gechannelt, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. We already had our golden solar heart. Wir hatten also schon unser goldenes solares Herz. But that opened up to become a geometric crystalline heart. Aber das hat sich dann noch weiter geöffnet und wurde zu einem geometrischen, kristallinen Herzen. And it was so much bigger than our body. It became multidimensional. Und es war so viel größer als unser Körper. Es war multidimensional. And at the moment that happened, there was a combining of this crystal grid that's around the earth. Und in dem Moment, wo das geschah, hat sich das kristalline Gitternetz, was um die Erde ist, verbunden. It's as if the crystalline grid of the cosmos moved into our crystalline heart. Es war also, als ob dieses kristalline Gitternetz um die Erde rum aus dem Kosmos sich in unser Herz gekommen wäre. And then I saw in the center of the earth a crystalline sun. Und dann habe ich im Zentrum der Erde eine kristalline Sonne gesehen. It shone like what I was told is it's the Earth star has awakened. Und mir wurde gesagt, dass der Stern der Erde, der Erdstern, erwachte. And what allowed the awakening of the Earth star is the Earth star combining in our heart and the crystalline matrix of the cosmos combining in our heart. Und dieses Erwachen geschah, indem sich die kristalline Energie aus dem Kosmos mit unserem Herzen verbunden hat, konnte das und mit der Erde, dann konnte das geschehen. I've never transmitted this before, but on this Valentine's Day, we are ready. Ich habe diese Aktivierung noch nie weitergegeben, aber an diesem Valentinstag sind wir dazu bereit. Put your hands wherever you want. I think it might be closed to have them on your heart. Ah, okay. Legt eure Hände, wo immer ihr sie auch möchtet. Es kann sein, dass es zugeschlossen ist, wenn sie auf dem Herzen liegen. Make sure you feel solid. This might explode you into being a bit cosmic. Stellt sicher, dass ihr also sehr fest, solide seid, denn ihr könntet das Gefühl haben, dass es in was Kosmisches explodiert. If it's too much, you just ask the universe not to give you more than you can handle. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass die Energie zu stark ist, dann sagt einfach dem Universum, dass ihr so viel empfangt, wie ihr auch handeln könnt. We will begin. Und wir beginnen jetzt.
Feel a huge reawakening of your heart, the earth, and the cosmos. Fühle ein riesiges Erwachen, Wiedererwachen von deinem Herzen, der Erde und dem Kosmos. All worlds unite through love. Alle Welten vereinen sich durch die Liebe. The light of every star, every sun is simply love. Das Licht von jedem Stern, von jeder Sonne ist einfach Liebe. Your heart is the star. Your heart is the light of all light. Dein Herz ist der Stern, dein Herz ist das Licht von allem Licht. Feel yourself restructured in a much grander way. Fühle, wie du neu strukturiert wirst in auf sehr viel größere Art und Weise. What was old breaks apart. What's new explodes open. Was alt ist, wird zerfallen. Was neu ist, bricht auf. This is a gift from Mount Kailash, the crown chakra of the earth. So feel your crown chakra exploding open. Dies ist ein Geschenk von Mount Kailash, dem Kronenchakra der Erde. Fühle also, wie deine Krone sich öffnet, explodiert nach oben. Wow, that just turbocharged everything. Und das war eine Turboaufladung für alles. And now, dear ones, put your left hand on your heart and your right hand around the world. We're going to try to transmit what we just felt to the world. Und jetzt, ihr Lieben, legt eure linke Hand auf euer Herz und die rechte streckt aus zur Welt und bewegt euch wieder. Und wir versuchen jetzt das, was wir empfangen haben, an die Welt weiterzugeben. And especially focus it to Mother Earth, to the animals, to the fish, to the rocks, to the birds. Und legt besonderen Fokus darauf, das an Mutter Erde zu geben, an die Tiere, die Vögel, die Fische, die Steine.
Feel the new Earth star be awakened as we awaken our hearts. Fühle, wie der neue Erdstern erwacht ist, wenn wir unsere Herzen erwecken. So I know you're thinking, well, what can I expect? How will it change my life? Und ich weiß, ihr denkt, was kann ich jetzt erwarten? Wie wird das sich auf mein Leben auswirken? For this last activation, I have no idea. Und was diese letzte Aktivierung betrifft, ich habe überhaupt keine Ahnung. I just know my life gets more full, more great and more grateful. Ich weiß nur, dass mein Leben voller, erfüllter, dankbarer wird in jedem Moment. So, dear ones, we've given ourselves and each other a huge Valentine's gift. Und ihr Lieben, wir haben uns selbst und einander ein riesiges Valentinsgeschenk gemacht. And this is a gift that's going to keep on flowing and giving and exploding. Und das ist ein Geschenk, was einfach weitergehen wird. Es wird weiter fließen und sich verbreiten, vermehren. So I'm open now for us to look at the comments. And if there's any quick questions, we'll spend the last few minutes talking. Ich bin also jetzt offen, wenn ihr reinschreiben wollt, wie es euch geht. Deutsch, Englisch, schreibt's in den Chat. Und wenn ein paar kurze Fragen sind, könnt ihr die auch stellen. Also alle sind glücklich und äußern sehr viel Dankbarkeit und Freude und Yeah, so everybody just says they're happy and they feel joyful and grateful. ein krönender Abschluss zum Valentinstag. It was like a crowning event for the Valentine's Day. Alle fühlen sich kraftvoll und wie ein strahlendes Licht. And they feel very strong, like a strong light, powerful. Und also einige fühlen sich sehr heiß und sie fühlen eine hohe Energie und Tränen in den Augen. And some feel really hot, a strong energy and tears in their eyes. Alle sagen, also es war sehr kraftvoll, also sehr powerful, sehr berührend. And everybody says it was very powerful and touching. Und dass das Herz sich wirklich groß geöffnet hat. And then the heart was opening really big. Ja, also strong activations. Dankbarkeit, also es läuft. It's just running and a lot of beautiful, gratitude. Powerful. Thank you so much all over. It's running. Well, I've never done 3 in a row, and I didn't even know if we could handle it, but we did. Goosebumps all over. Ja, ich habe noch nie 3 nacheinander gemacht und ich war auch gar nicht sicher, ob wir damit zurechtkommen werden. Eine Frau fragt, ob wir die Aktivierung wiederholen können. Someone asked if they can repeat the activations. Yes, they get smoother. Ja, wenn ihr die Aktivierungen also durch das Replay, dann durch das Wiederanschauen des Webinars wiederholt, dann wird es immer sanfter werden. So again, you can watch the replay for 14 days with this link, and after that, we'll put it up on YouTube. Ihr habt also nochmal über diesen Link, 14 Tage wird es mit dem Chat online sein und anschließend wird es dann auch auf YouTube wieder hochgeladen, sodass es euch dauerhaft zur Verfügung steht. And I have a big favor to ask all of you. Und ich möchte euch alle um einen großen Gefallen bitten.
I do this for free for the love of the world. Maggie and Petra are doing this at no cost. Und ich mache das kostenlos weil ich einfach aus Liebe zur Welt, und auch Maggie und Petra machen es kostenlos. So if you feel this has touched you and it's made a difference, we're asking for contributions to our Creative Consciousness Academy for scholarships. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt daraus was bekommen und es hat euer Herz berührt, dann bitten wir euch um Stipendien, also eine Spende für Stipendien für die Creative Consciousness Academy. Den Link habt ihr auch in den Webinar-Einladungen auf der Webseite nochmal, oder in den Replay-Meldungen bekommt ihr auch nochmal die Spendeninfo. There is the information about how to do donations in euro is in the replay information again. And on Jeanette's website, you just go to the Academy and there's a donation button. And I thank all those who've already donated. We have lots of seminars this year, and there's a lot of people we help with those seminars. Und ganz herzlichen Dank auch an alle, die bereits gespendet haben, weil wir haben dieses Jahr sehr viele Seminare, und mit euren Spenden ermöglicht ihr einfach vielen nochmal an diesen Seminaren teilzunehmen, die es sonst nicht könnten. So we often talk about having a change of heart. Und wir sprechen oft davon, dass unser Herz sich verändert. And when we have a change of heart is sometimes where our life changes the most. Und wenn unser Herz sich verändert, dann ist das meistens, wenn unser Leben sich am meisten verändert. So I remind you that on this Valentine's Day 2019, you've all had a change of heart. Und ich möchte euch daran erinnern, dass an diesem Valentinstag 2019 bei euch allen das Herz sich verändert hat. Thank you all. Thank you, Maggie and Petra. Thank you, love. Danke euch allen. Danke auch an uns, hat sie gesagt. Und danke der Liebe. And we also say again, thank you, Jeanette, for doing these beautiful webinars. Ja, und ich möchte nochmal wirklich alle inspirieren, im April wirklich zu den Seminaren zu Jeanette zu kommen, weil wenn Jeanette schon diesen langen Weg von Amerika zu uns nach Deutschland auf sich nimmt, dann können wir ein paar Stunden ins schöne Fichtelgebirge fahren und da einfach diese Stunden mit ihr verbringen. Das ist so lebensverändernd, das ist so wundervoll, wirklich auch live zusammen zu sein. Und ich möchte euch alle inspirieren, kommt einfach dahin. Yeah, and really from us inspiring everybody to participate in your live workshops. It's so beautiful to be with you online, but it's just over amazing to be live. Yes. Oh, you all. I'm in love with you all. It makes me cry. Happy, happy Valentine's Day. Happy love. Ja, ich liebe euch alle und es bringt mir Tränen in die Augen, und nochmal einen glücklichen Valentinstag an euch alle und viel Liebe. Von uns auch. Ja. Alles Liebe, ihr Lieben. Much love from us too, and thank you again, and bye bye. Und wir hoffen, wir sehen uns. Yeah, and we hope we see you all. Bye. Bye bye. Thank you.